Das Thrustmaster Formula Ferrari SF1000 Wheel ist eingetroffen und euch erwartet ein sehr detailliertes Review. Wie sich die neue Formula Speerspitze von Thrustmaster schlägt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe dieses Lenkrad selbst gekauft und meine treuen Patreon-Spender haben dazu einen Teil beigetragen. Vielen Dank dafür. Es gibt klarerweise keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Das Formula Wheel Add-on Ferrari SF1000 Edition, so heißt dieses Wheel genau, ist mit einer UVP von 349 € ausgewiesen. Anfang 2021 ist dies aber weder im Thrustmaster Shop noch bei diversen Resellern verfügbar. Einzelangebote, in denen Reseller teilweise unverschämte Preisaufschläge berechnen, sind das Übel dieser Neuvorstellung. Ich habe beispielsweise für dieses Wheel 450 € und somit 100 € über der unverbindlichen Preisempfehlung bezahlt, um euch dieses Review zeitnah nach Release ins Haus liefern zu können. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Lenkrad selbst, die Schalteinheit samt Montagematerial und Werkzeug und ein USB-C-Verbindungskabel. Die Ware ist gut gepolstert in einer sehr sauberen Retail-Verpackung, verstaut und wird mit 2 Überkartons gut geschützt versendet. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Zum Zeitpunkt dieses Reviews ist das SF1000 Wheel mit den Thrustmaster Bases TSPC, TGT, TSXW, TX und T300 kompatibel. Neben meinen üblichen Wheelbases wie Simucube SC2 Pro oder Fanatec Podium DD habe ich ein Thrustmaster T300 RS in der GT-Version angeschafft, um eben auch Lösungen von Thrustmaster für euch vorzustellen. Zu Beginn löst ihr die Schraube und Überwurfmutter der Base und achtet beim Anstecken auf die seitenrichtige Anbringung. Ihr könnt das Wheel dann mit optionalen Schaltwippen upgraden. Diese Chrono-Pedals sind optional erhältlich und schlagen mit 59 € zu Buche. Und hinsichtlich der Softwarekompatibilität habe ich am PC diverse Rennspiele getestet und auf meiner PS4 Pro Gran Turismo. Ein großes Aber gibt es Anfang 2021 noch in Sachen Display bzw. LED-Funktion. Diese sind derzeit nur sehr eingeschränkt verfügbar. Bei F1 2020 funktioniert der Display- bzw. LED-Support. Bei Gran Turismo aber bleiben die Lichter derzeit aus. Ebenso bei den üblichen Rennspielen am PC wie Assetto Corsa, Project Cars etc. Checkt hier die Supportseite von Thrustmaster, um über die Updates des Herstellers informiert zu sein. Inwieweit ich mich einmal um Drittanbieterlösungen à la SimHub kümmere, das weiß ich derzeit nicht. Da ich üblicherweise mit VR unterwegs bin und von Display und LED mit dem Helm am Kopf nicht wirklich profitiere. Achtet vor der Inbetriebnahme, das Lenkrad auf den aktuellsten Firmware-Stand zu bringen und ebenso eure Wheelbase. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Bei diesem Lenkrad handelt es sich um ein lizenziertes Replika-Wheel, welches dem originalen Ferrari SF1000 Lenkrad nachempfunden wurde.
Das Lenkrad bringt 1143 Gramm auf die Waage und ist damit eine Spur leichter als das originale T300 Wheel. Die Schaltmechanik des originalen T300 Wheels ist mit rund 70 Dezibel aus 20-30 cm Entfernung wohnzimmertauglich. Beim SF1000 Wheel liegen gut 10 Dezibel mehr an und mit über 80 Dezibel ist dies für einen Mitbewohner, der seine Ruhe haben möchte, störend laut. Lässt du die Schaltwippen dann schnalzen, dann liegen verrückt laute 95 Dezibel an, die das auf der magnetischen Funktionsweise basierende Konstrukt an deine Lauscher bringt. Generell musst du dir bewusst sein, dass du die Schaltmechanik auch über den Spielesound wahrnehmen wirst. Die Schaltmechanik löst mit ca. 1200 Gramm aus und ist damit deutlich kräftiger als die 700 Gramm Auslösekraft beim T300 Wheel. Und die Analog-Pedals sind sehr leichtgängig und weisen bis zum Endanschlag nur um die 500 Gramm Auslösekraft auf. Der Durchmesser beträgt gleich wie beim T300 Wheel ca. 28 cm und ist somit für die Formula und auch GT-Klasse dimensioniert. Die Gesamtlänge bis zur Nabe beträgt 9 cm und somit trägt das SF1000 Wheel um 1 cm mehr als das T300 in der Länge auf. Die Schaltmechanik bietet ca. 2 mm Weg und die Analog-Pedals haben eine Range, eine Bandbreite von ca. 15 mm. Kapitel Nummer 5, die Ausstattung. Das SF1000 Lenkrad bietet euch oberseitig links und rechts zwei große Buttons mit 15 mm Durchmesser. 4 Buttons links und 5 rechts mit 10 mm Durchmesser sind verbaut und allesamt lösen mit um die 1600 Gramm Druckkraft sehr knackig aus. In Daumenhöhe sind die beiden Thumb Encoder mit 3 cm Durchmesser verbaut und rund um den ebenso 30 mm großen zentralen Wählbutton mit dem aufgeklebten Ferrari-Emblem sind 5 weitere Encoder, solche Drehschalter, verbaut. Der untere mit Phase beschriftete Encoder, der steuert die Analog-Pedals an. In Stellung 1 ist links die Bremse und rechts das Gas der Analog-Pedals belegt. Du kannst diese Pedals eben nutzen, wenn du vom Bewegungsapparat eingeschränkt bist und auf Pedale verzichten musst. In Encoder Position 2 wird die Kupplung links und rechts eine belegbare Analogachse angesteuert. Hier könntest du zum Beispiel rechts die Handbremse belegen und analog bedienen. Die anderen beiden Stellungen kannst du ebenso belegen bzw. auch für eine Launch-Control-Funktion nutzen. Unten links und rechts steuern die Encoder beispielsweise eine Bremskraftverteilung oder andere gewünschte Funktionen, die in Spielen belegt wurden. Die 2 Encoder neben dem mittig zentralen Wählschalter sind für diverse Skins und Anzeigeanstellungen in diversen Schalterpositionen zuständig. Alle frontseitigen Encoder, die kannst du auch drücken. Und wenn du den linken frontseitigen Encoder drückst, dann gelangst du ins Menü des Lenkrades. Hier kannst du dann entsprechende Einstellungen wie die Verbindung, Displayhelligkeit oder auch die Maßeinheiten für das Display wählen. Schräg links unter dem Display ist der Joystick mit 4 Achsen für die Navigation in Menüs eingelassen, den du aber nicht drücken kannst. Mit dem unterseitig angebrachten und mit Y und N beschrifteten Switch schaltest du das Display dann ein oder eben aus. Das Display selbst misst 95 x 50 sichtbare Millimeter und ca. 105 mm sichtbare Diagonale. Oberseitig des Displays sind 15 LEDs verbaut und seitlich des Displays je 3. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 6, die Optik. Frontseitig springt die durchgehende Carbonplatte ins Auge. Das Display wirkt sehr wuchtig, sehr groß und die umfangreiche Ausstattung mit vielen Buttons und Encodern hat einen sehr ansprechenden Formula-Look. LEDs und das Display sind ausreichend hell beleuchtet, um diese auch in gut beleuchteten Räumen gut erkennen zu können. Die rückseitig angebrachten Pedals, die strahlen einen sehr soliden, massiven Look aus. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 7, die haptischen Eigenschaften. Die Griffflächen sind mit einem Kunststoff überzogen und leicht angeraut. Einen haptisch sehr guten Eindruck hinterlässt die Frontplatte aus Carbon. Alle anderen Bedienelemente, die sind aus Kunststoff ausgeführt. Ausnahme der On-Off-Schalter des Displays. Die Bedienung, im Speziellen der Encoder, fühlt sich haptisch gesehen eher zweckmäßig an. Das ebenso aus Kunststoff gefertigte Gehäuse hinterlässt einen unauffälligen, aber sauberen Eindruck. Die Schaltpedals vermitteln durch die n-seitig ausgeführte Rundung ein haptisch sehr angenehmes Gefühl auf deinen Fingerkuppen. Sämtliche Schalter und Encoder, die rasten präzise ein. Und das taktile Feedback der Thumb Encoder fällt hierbei etwas ab. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 8, die Verarbeitung. Die Verarbeitung lässt auf den ersten Blick absolut keine Kritik zu. Alles wirkt ordentlich verbaut und die Spaltmasse des Gehäuses, die sind einwandfrei.
Auf der Rennstrecke habt ihr kein Problem mit Knarzgeräuschen oder anderen Unregelmäßigkeiten. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Die Buttonpositionen sind ergonomisch gut gewählt und somit gut erreichbar, wenn ihr die Hände am Rim habt. Der 28 cm Durchmesser bietet eine ergonomisch komfortable Arm- bzw. Handhaltung auf der Rennstrecke auf. Hier schont ihr die Handgelenke verglichen mit kleinen 26 cm Formula Wheels. Die rückseitigen Pedals sind ebenso ergonomisch gut angebracht. Und die Freistellung für eure Daumen, die sind großzügig genug dimensioniert und das nach unten offene Rim ist lang genug auch für größere Hände. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel Nummer 10, dem Rennstreckentest. Das Thrustmaster Formula Ferrari SF1000 fühlt sich im Rennstreckeneinsatz sehr vertraut an. Die Erreichbarkeit aller Eingabemöglichkeiten wird schnell verinnerlicht, ebenso im VR-Betrieb und alles ist dort, wo es sein sollte. Die Auslösekraft der Buttons ist sehr straff gewählt, aber noch okay. Auf der Rennstrecke fällt der sehr kurze Schaltweg der Schaltmechanik auf und das Klickgeräusch ist ungewohnt und sehr martialisch laut. Die Analog-Pedals sind für die Bedienung von Gas und Bremse in meinen Augen etwas zu leicht ausgeführt. Hier wäre ein deutlich strafferer Widerstand hilfreich, um besser dosieren zu können. Ansonsten gibt es in Sachen Stabilität des Lenkrads keine Auffälligkeiten. Aber Achtung, bedenkt, dass meine T300 Wheelbase mit gut 4,5 Newtonmeter Drehmoment keinen harten Belastungstest wie auf meinen beiden DD Wheelbases erlaubt. Und so kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte, Fazit, eine Kaufempfehlung und ein spannender Ausblick. Kapitel Nummer 11, die negativen Aspekte. Der erste negative Aspekt ist die mangelnde Verfügbarkeit zu Release und der Umstand, dass im Moment keine verfügbaren Modelle auch nur annähernd zum UVP erhältlich sind. Hoffentlich bessert sich dieser Umstand, aber mich hat das Lenkrad schnell mal eben UVP plus 30% Aufschlag gekostet. Zweiter für mich negativer Punkt ist eine deutlich zu laute Geräuschkulisse beim Schalten. Ich liebe meine lauten, knackigen Magnetic-Shifter, aber diese Geräuschkulisse geht in meinen Augen zu weit. Im Rennwagen ist sowas egal im echten Leben, aber dieses Produkt ist für den Hausgebrauch vorgesehen und somit nur bedingt wohnzimmertauglich und absolut nicht schlafzimmertauglich. Achtung auch, wenn ihr empfindliche Nachbarn in einer hellhörigen Wohnung oder sehr geräuschsensible Mitbewohner, Haustiere, was auch immer in eurer Nähe habt. Ein für mich störender Punkt ist, dass das wunderschöne Display und die LEDs Stand April, Mai 2020 in den meisten Spielen ohne Funktion und somit dunkel bleiben. Einzig mit F1 2020 hast du auf allen Plattformen PC, Xbox, PS4, PS5 derzeit Display und LED-Support. Selbst Gran Turismo bietet euch derzeit keinen Display- und LED-Support. Und ein weiterer negativer Aspekt ist, dass das wunderschöne Replica Wheel zum sehr sportlichen Preis mit der wirklich nur zweckmäßigen Verbindung zur Wheelbase. Hier wäre es höchstens an der Zeit, seitens Thrustmaster ein deutlich hochwertigeres Verbindungskonzept, das einem Quick Release nahekommen sollte, anzudenken. Die komplette Kunststoffkonstruktion mit einer dünnen in den Kunststoff gedrehten Schraube und der Überwurfmutter fällt gegenüber diesem wunderschönen Replica Wheel um Dimensionen ab. Mir persönlich geht es so, dass ich bei dieser Konstruktion einen Lenkradtausch nur selten oder niemals vornehmen möchte und hoffe stets, dass dies alles über Jahre stabil miteinander hält. Kapitel Nummer 12, die neutralen Aspekte. Den Preis, den UVP stufe ich jetzt hoch, aber neutral ein. Thrustmaster hat sich mit diesem Replica Wheel sichtlich Mühe gegeben und eine Ferrari-Lizenz, die gibt's wahrscheinlich auch nicht umsonst. Den preislichen Aspekt muss ich mit einem Aber versehen, da der UVP samt sofortiger Verfügbarkeit auch mehrere Wochen nach dem Launch bzw. Release dieses Produkts noch in weiter Ferne zu sein scheint. Nächster neutraler Aspekt, die Betätigung der Thumb-Encoder empfinde ich etwas unpräzise, etwas schwammig, aber noch okay. Und ebenso neutral beurteile ich den Schaltmechanismus. Dieser fühlt sich nicht präzise, aber auch nicht schwammig an, irgendwo in der Mitte in meinen Augen. Und ebenso das durchschnittlich akustisch einzuordnende Schalterlebnis, das eher nach einem Scheppern als nach einem knackigen Klacken klingt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Dieses Wheel hat einen sehr hochwertigen Look durch die sehr edle Carbonplatte und sehr gelungene Replika-Nachbildung, die ist Thrustmaster auf jeden Fall gelungen. Das Gehäuse fällt optisch gesehen etwas ab, ist aber sehr ordentlich gefertigt. Das Display ist super ablesbar und auch in Sachen Ergonomie ist das SF1000 Wheel bestens aufgestellt. Ebenso ergonomisch äußerst positiv ist der Formfaktor mit eben 28 cm Durchmesser. Somit deckst du mit dieser Lenkradgröße auch andere Klassen ab.
Die Erreichbarkeit der Schaltpedals ist gegeben und die Abrundung fühlt sich deutlich komfortabler an als beispielsweise glatte Carbon-Pedals mit nicht abgerundeten Kanten, wenn du so wie ich immer ohne Handschuhe unterwegs sein willst. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 14, das Fazit und die Kaufempfehlung. Als Fan von Replica Wheels finde ich, dass Thrustmaster ein sehr ansprechendes Produkt, ein wunderschönes Produkt auf den Markt gebracht hat. Ich finde das SF1000 Wheel zeitlos und der Look ist in meinen Augen einfach grandios. Auch technisch gesehen bin ich mit der Ausführung sehr zufrieden, mit Ausnahme der erwähnten Verbindungskonstruktion. Ein wichtiger Hinweis, bitte beachtet, dass ihr in Sachen Display-Support keine böse Überraschung erlebt. Stand April-Mai 2021 ist dieser kaum gegeben und konzentriert sich im Moment überwiegend auf F1 2020. AAA-Titel, Rennspiele wie Forza oder Gran Turismo lassen derzeit Display sowie die LEDs dunkel. Ein wichtiger Punkt vor deiner Anschaffung ist auch, dass du keinen geschlossenen Lenkradkranz klarerweise mit einem Formula Wheel am Start hast. Für Rallye oder Drift ist dieses Lenkrad nicht geeignet. Und springst du zwischen Rallye oder Formula hin und her, dann vermisst dir der Befestigungsflansch vermutlich schnell den Spaß. Das Wechseln ist hierbei viel zu umständlich, dauert zu lange und ist sehr fragil. Sei ebenso vorsichtig mit der sehr hohen Geräuschkulisse der Schaltmechanik, wenn du es ruhiger haben möchtest. Und als Formula- und GT-Fan kann ich für das Thrustmaster-Lager eine klare Kaufempfehlung aussprechen, wenn du das Lenkrad zum UVP von rund um 349 € erwerben kannst. Geht der Preis deutlich über diese UVP, dann rate ich noch abzuwarten, da die 349 € in meinen Augen schon sportlich angesetzt sind. Und vielleicht zieht Thrustmaster mit dem Spielesupport für Display und LEDs dann entsprechend nach. Behaltet hierzu die Thrustmaster Support Homepage im Auge, um am Laufenden zu bleiben. Vor dem spannenden Ausblick seid nun ihr am Zug. Wie gefällt euch das SF1000 Wheel? Was haltet ihr von meiner Meinung und wie seht ihr die Pros und Cons? Loggt euch bitte ein und lasst mich dies über die Kommentarfunktion wissen. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 15, einem spannenden Ausblick. Nach diesem Review geht's weiter mit einem spannenden High-End-Projekt. Ich zeige euch, wie ihr ein Nicht-Alu-Rig namens Simetic K2R mit einem Full-Motion namens Simrig SR1 zusammenbekommt. Und dazu soll es ein Review geben. Ein weiterer Umbau betrifft mein Fanatec McLaren Wheel. Ich habe die zweckmäßige Schaltwippe durch hochwertige Magnetic-Shifter von SimRacing Machines ersetzt und zeige euch diesen kompletten Umbau. Und in Sachen Fanatec CSL Elite DD haben wir in unserem letzten Livestream vor ein paar Tagen sehr ausführlich gesprochen. Guckt euch diesen an und ich bemühe mich klarerweise um ein CSL DD Testmuster. Lasst gerne einen Like und ein Abo da. Eine kleine Spende würde mich freuen, wenn euch dieses Review gefallen hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Ron.